Rejs crew, I welcome you to the Eddy line for a little round trip on the river Spree through the historical center and the governmental district of Berlin. My name is Ute and I'm your Chatterbox. Werte Fahrgäste, im Namen unseres Captains und seiner Crew darf ich Sie herzlich bei der Eddy line begrüßen zu einer Spreerundfahrt durch die historische Mitte und das Regierungsviertel von Berlin. Mein Name ist Ute und ich bin hier die Quasselstrippe. Ahead on the right side you see Berlin Cathedral, nicknamed God's Picket Helmet, a neo-Baroque and Renaissance cathedral built by Julius Karl Raschdorff and finished in 1905. Vor uns rechts sehen wir den Berliner Dom, genannt die Pickelhaube Gottes. Eine Neobarock- und Renaissance-Kathedrale von Julius Karl Raschdorff, die 1905 fertiggestellt wurde. In the crypt of Berlin Cathedral you find 97 sarcophagi of Brandenburg electors and many Prussian royals. This used to be the place for the Hohenzollern family to be buried. In der Krypta des Berliner Doms befinden sich 97 Sarkophage von brandenburgischen Kurfürsten und vielen preußischen Hoheiten und Majestäten. Das war die Grablege der Hohenzollern. And on the right side behind the bridge, the Hohenzollern City Palace has been rebuilt. On three sides it has got its beautiful original Baroque facades by Andreas Schlüterbeck. Unfortunately, we will pass the side which remained modern and which in its ugliness clashes terribly with the splendid facades by Andreas Schlüter. Rechts hinter der Brücke wurde das Stadtschloss der Hohenzollern wieder aufgebaut. Auf drei Seiten hat es seine schönen originalen Barockfassaden von Andreas Schlüter zurückbekommen. Blöderweise fahren wir an der Seite vorbei, die modern geblieben ist und sich in ihrer Scheußlichkeit ganz fürchterlich mit den herrlichen Schlüterschen Fassaden beißt. Also genau genommen sehen wir gleich drei Seiten Schloss und eine Seite Führerbunker. Ahead of us lies the very cradle of the city of Berlin. On the right side, Fisherman's Island, and on the left side, Nikolai Quarter. Die Wiege der Stadt Berlin. Rechts die Fischerinsel und das Nikolaiviertel. On Fisherman's Island, the little village of Köln with its church St. Peter's was founded in the year 1237. The village of Berlin with the church St. Nikolai was founded 8 years later on the other side of the river Spree. In 1370 these two villages were united. And the only building which is left from these two original medieval villages is St. Nikolai's from the 13th century, the oldest building in Berlin, which you soon will see on the left side. Auf der Fischerinsel wurde im Jahre 1237 das kleine Dorf Köln mit seiner Kirche St. Petri gegründet. Das Dorf Berlin mit der Kirche St. Nikolai wurde 8 Jahre später auf dem gegenüberliegenden Spreeufer gegründet. 1307 hat man die beiden Dörfer zusammengelegt. Und das einzige Gebäude, das von den beiden mittelalterlichen Ursprungsdörfern bis heute steht, ist die Nikolaikirche aus dem 13. Jahrhundert, das älteste Gebäude Berlins, und das werden wir gleich links sehen. The grey building on our right side is the new royal stable from the 19th century. Das graue Gebäude zu unserer Rechten ist der neue königliche Marstall aus dem 19. Jahrhundert. And in the gap on the left side, St. Nicholas is about to appear, and you can see St. George fighting the dragon. The Berliners nicknamed that statue the Mother-in-Law's Monument. Links in der Lücke taucht jetzt gleich die Nikolaikirche auf und Sie sehen da den heiligen Georg im Kampf mit dem Drachen. Die Berliner nennen diese Statue auch das Schwiegermutterdenkmal. In front of the next bridge we will see the Ephraim Palais on the left corner. It belonged to the Jewish jeweler Heine Feitel Ephraim, who was the court jeweler of Frederick the Great and had the privilege to mint the Prussian coins. Vor der nächsten Brücke steht auf der linken Ecke das Ephraim-Palais. Das gehörte dem jüdischen Juwelier Heine Feitel Ephraim. Der war Hofjuwelier Friedrichs des Großen und hatte das preußische Münzprivileg inne.
Und falls jemand unter Ihnen den Film Goodbye Lenin gesehen hat, sollten ihm eigentlich die grauen Hochhäuser vor uns irgendwie bekannt vorkommen. An einem davon wanderte in dem Film das Coca-Cola-Banner. And now we have nearly reached our first turning point. And as we turn, we will see Mühlendamm Lock on our right side. Here the ships are lifted about 1,60 meter to the level of the upper Spree. Wir haben jetzt gleich unseren ersten Wendepunkt erreicht und während wir drehen, sehen wir dann rechts die Mühlendammschleuse. Hier werden die Schiffe rund 1,60 Meter angehoben auf das Niveau der Oberspree. As soon as we stick our noses out from under the bridge again on the side where we just came from, I suggest you look to the right along the facades. A little bit in the background you will see the original Ephraim Palais with its pretty gold-plated balcony railings. Und sobald wir dann auf der Seite, von der wir gerade gekommen sind, wieder die Nase unter der Brücke vorstrecken, schlage ich vor, Sie schauen mal nach rechts an den Fassaden lang. Dann sehen Sie ein bisschen im Hintergrund das originale barocke Ephraim-Palais mit seinen schicken, echt vergoldeten Balkongittern. Also falls Sie vorhaben, dies Jahr Ihren Balkon noch neu zu streichen, wir hätten da eine Anregung für Sie. So if you look through the gap right behind the bridge, you will see the Ephraim Palais. Wenn Sie gleich hinter der Brücke durch die Lücke durchschauen, dann sehen Sie das Ephraim Palais. Here. And also on our right side, a bit ahead of us, there is a red neo-Renaissance building from the late 19th century, the Elector's House. The name refers to the building which stood there before. In that building, the personal servant of the Elector Johann Sigismund used to live. When Johann Sigismund was about to die, he fled to his servant because he was afraid of the family ghost of the Hohenzollern family, the White Lady, who was said to haunt the Hohenzollern estates and to appear in front of the family when one of them was about to die. Johann Sigismund did not want to meet her, so he fled to his servant. Wir sehen rechts gleich ein rotes Neo-Renaissance-Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert, das Kurfürstenhaus. Der Name bezieht sich auf den Vorgängerbau, darin lebte der Kammerdiener von Kurfürst Johann Sigismund. Als Johann Sigismund kurz vorm Sterben war, ist er hier zu seinem Diener geflohen, weil er Angst vor dem Familiengespenst der Hohenzollern hatte, vor der weißen Frau, von der es hieß, sie spuke durch die Hohenzollern anwesen und erscheine vor der Familie, wenn einer von ihnen bald sterben würde. Und der wollte Johann Sigismund nicht begegnen, darum ist er hier zu seinem Diener geflohen. This is the Elector's House, das ist das Kurfürstenhaus. And also on our right side, but behind the bridge, you can see Germany's highest building, the Telesparagus, the television tower on Alexander Square. It's 368 meters high. Gleich hinter der Brücke rechts sehen Sie das höchste Gebäude Deutschlands, den 368 Meter hohen Telespargel, den Fernsehturm am Alexanderplatz. St. Mary's Church next to the tower also dates back to the 13th century, like St. Nikolai's. It's the oldest church in Berlin which still is used as a church. Die Marienkirche neben dem Fernsehturm datiert wie die Nikolaikirche aufs 13. Jahrhundert zurück und ist die älteste noch sakral genutzte Kirche in Berlin. And now we are approaching a UNESCO World Heritage Site, Museum Island, where 5 splendid museums should be waiting just for you, but 2 of them unfortunately are closed.
Wir nähern uns jetzt einem UNESCO-Weltkulturerbe der Museumsinsel, wo eigentlich 5 großartige Museen nur auf Sie gewartet haben sollten, aber 2 davon sind leider geschlossen. Behind Berlin Cathedral you find Prussia's first public museum, the Old Museum by Karl Friedrich Schinkel, opened in 1830. Gleich links hinterm Berliner Dom befindet sich das erste öffentliche Museum Preußens, das Alte Museum von Karl Friedrich Schinkel, das 1830 eröffnet wurde. In the new museum you find the second most beautiful queen in Berlin, Nefertiti, and the entire Egyptian collection. Im neuen Museum befindet sich die zweitschönste Königin in Berlin, die Nofretete, und die gesamte ägyptische Sammlung. And what about the most beautiful queen in Berlin? She also is on Museum Island, in the old National Gallery behind the bridge on the left embankment, where Johann Gottfried Schadows charming princesses group is standing. It represents our beautiful Queen Louise, the Prussian angel queen, as a crown princess, with her beautiful sister Friederike. Tja, aber was ist mit der schönsten Königin in Berlin? Die treffen Sie natürlich auch auf der Museumsinsel. Gleich links hinter der Brücke in der alten Nationalgalerie. Da steht Johann Gottfried Schadows bezaubernde Prinzessinnengruppe. Die zeigt unsere schöne Königin Luise, die preußische Engelskönigin als Kronprinzessin, mit ihrer ebenso schönen Schwester Friederike. Here behind the bridge you see the old National Gallery built by Friedrich August Stüler. Und hier links hinter der Brücke, das ist die alte Nationalgalerie, gebaut von Friedrich August Stüler. Behind the next bridge, Montbijou Park begins on the right side. It was named after Montbijou Palace, a little summer palace of the Hohenzollern family, which was built there at the end of the 17th century, but unfortunately was destroyed during the Second World War. Gleich hinter der nächsten Brücke beginnt rechts der Montbijou Park. Der wurde nach dem Schloss Montbijou benannt, einem Sommerschlösschen der Hohenzollern, das dort im Ende des 17. Jahrhunderts gebaut wurde, aber leider im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist. Montbijou Palace was well known as the seat for the royal widows of the House of Hohenzollern. For example, Queen Elizabeth Christina, the widow of Frederick the Great, spent a lot of time in Montbijou. And for her it was not much of a change being a widow. Frederick had never cared for his wife. He did not want to marry her in the first place, so in 1740 he stored her away into her own palace at Niederschönhausen, where he never set a foot, and from then on he only had one more private meeting with her for the rest of his life, right after the 7 Years' War. She had dressed up for him all day long, and when he arrived he looked at her, bowed, said Madam has become more corpulent, and was gone. And on official occasions he used to present her, even to other royals, with the words, "That's my old cow, whom you know already." So what a Prince Charming he was, old Fritz, but he was such a great king. Schloss Montbijou war vor allen Dingen als Witwensitz für die Königin-Witwen aus dem Hause Hohenzollern äußerst beliebt. Auch Königin Elisabeth Christine, die Witwe Friedrichs des Großen, hat viel Zeit hier in Montbijou verbracht. Und für Elisabeth Christine war es auch gar keine große Umstellung, Witwe zu sein, denn Friedrich hat sich nie um seine Frau gekümmert. Der hat die von Anfang an nicht heiraten wollen, also hat er sie 1740 erstmal in ihr eigenes Schloss nach Niederschönhausen entsorgt. Und da hat er auch nie den Fuß reingesetzt. Danach hat er sie noch genau einmal im Leben privat getroffen. Das war direkt nach dem 7-jährigen Krieg. Sie hatte sich den ganzen Tag für ihn aufgebrezelt und als er kam, hat er sie kurz angesehen, sich verbeugt, gesagt, Madame sind korpulenter geworden und war wieder weg. Bei offiziellen Anlässen hat er sie auf anderen gekrönten Häuptern gerne mal mit den Worten, das ist meine alte Kuh, die Sie ja schon kennen, vorgestellt. Also er war schon ein richtiger kleiner Schambolzen, der alte Fritz. Aber was für ein großartiger König. And the buildings we will see behind the bridge on the left embankment have been built on the order of Frederick the Great. Those were barracks for the veterans of the 7 Years' War. In the 19th century they were changed into today's shape and renamed Emperor Alexander Barracks after the Russian Tsar Alexander I,
who was a good friend of the royal couple of Prussia and helped Prussia a lot to liberate the country from Napoleon Bonaparte. Die Gebäude hier hinter der Brücke am linken Ufer, die hat Friedrich der Große bauen lassen. Das war ein Invalidenheim und eine Veteranenkaserne für die Veteranen aus dem Siebenjährigen Krieg. Im 19. Jahrhundert wurden sie in ihre heutige Form umgebaut und in Kaiser-Alexander-Kaserne umbenannt, nach dem russischen Zaren Alexander I. Der war ein guter Freund des preußischen Königspaares und hat Preußen ganz entscheidend unterstützt bei der Befreiung von Napoleon Bonaparte. Auf sich gestellt hätte Preußen Napoleon nicht besiegen können, also ohne die Hilfe der Russen wäre es Essig gewesen mit der Befreiung. Spasiba, Rassia. Zu DDR-Zeiten hießen die Kasernen Friedrich-Engels-Kaserne. Friedrich Engels hat hier seinen Militärdienst abgeleistet. Not this bridge, but the next one is a Weidendammer Bridge. It was built in the late 19th century by Otto Stamm and is one out of only 2 bridges across the River Spree in Berlin which were not destroyed during the Second World War. The Berliners then used to say that the Prussian eagle at the railings of the bridge protectively spread its wings and saved the bridge. Might be a little bit too much for the poor beast. In any case, that eagle also goes back to a design by Karl Friedrich Schinkel. Die Weidendammer Brücke voraus wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Otto Stamm gebaut und ist eine von nur 2 Berliner Spreebrücken, die im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden sind. Die Berliner haben bekanntlich für alles eine Erklärung, selten trifft sie zu, aber meistens ist sie originell. Und so haben die Leute damals gesagt, der preußische Adler am Brückengeländer, der hätte schützend seine Schwingen ausgebreitet und die Brücke gerettet. Ist wahrscheinlich ein bisschen viel verlangt von dem armen Viech. Auf jeden Fall geht auch dieser Adler auf einen Entwurf von Karl Friedrich Schinkel zurück. And whenever you see the Royal Prussian Eagle, you will notice that bird always is slim and muscular and sportive. Go and compare it to the fat chicken hanging in our parliament. Wann immer Sie den königlich-preußischen Adler sehen, wird Ihnen auffallen, der Vogel ist immer rank und schlank und sportlich. Vergleichen Sie den mal mit dem fetten Suppenhuhn im Plenarsaal im Bundestag. Yeah, and here above us you see that magic bird. Hier über uns sehen wir den Wundervogel. Und ihr braucht auch keine Gymnastik machen, der ist auch auf der anderen Seite nochmal dran. Ja, die Brücke wurde unter dem Kaiser gebaut, da konnten wir uns noch 2 Adler leisten. The station of Friedrichstraße ahead of us on the left side used to be the only station in Berlin by which West Berliners and West Germans could go to East Berlin by public traffic trains. The other way around for East Berliners to West Berlin was impossible. The Interzone platform was strictly separated from the rest of the station by huge steel vaults and armed soldiers. Der Bahnhof Friedrichstraße links voraus ist der einzige Bahnhof in Berlin, über den Westdeutsche und Westberliner mit U- und S-Bahn nach Ostberlin fahren konnten. Die Gegenrichtung für Ostberliner nach Westberlin war völlig unmöglich. Der Interzonenbahnsteig war durch große Stahlwände und bewaffnete Grenzsoldaten hermetisch vom Rest des Bahnhofs abgetrennt. And the street on the right embankment is called Schiffbauerdamm, Shipbuilder Street. In the middle of the 17th century, the great Elector Frederick William had huge ships built here to join international trade. The Brandenburg fleet had about 30 ships. Only the flagship was not built here, we nicked it. It was the Spanish ship Carolus Secundus, which the Brandenburgers captured, emptied, renamed Earl of Brandenburg and made it the flagship of their fleet. Later on the shipyards were moved to Havelberg. Die Straße am rechten Ufer heißt Schiffbauerdamm. Hier hat Mitte des 17. Jahrhunderts der große Kurfürst Friedrich Wilhelm Überseeschiffe bauen lassen, um in den Welthandel einzusteigen. Die brandenburgische Flotte hatte um die 30 Schiffe. Nur das Flaggschiff, das haben wir nicht hier gebaut, das haben wir geklaut. Das war die spanische Fregatte Carolus Secundus. Die haben die Brandenburger gekapert, gründlich ausgeräumt und das hat sich gelohnt. Dann umbenannt in Markgraf von Brandenburg und schon war es das Flaggschiff unserer Flotte. Später wurden die Werften dann nach Havelberg verlegt. Now welcome to the Masters of Disaster. We are approaching the governmental district.
Ja, wir alle wissen, die ganze Welt ist ein Irrenhaus, aber vor uns liegt die Zentrale. Wir machen uns auf ins Regierungsviertel. The building with the huge glass dome ahead of us is His Majesty's Empire's Monkey House. And no, that's not the zoo, it's the Reichstag. Emperor Wilhelm I used to refer to this building like that because he didn't like it. It was built from 1884 to 1894 by Paul Wallot to be the first all-German building of Parliament. Das Gebäude mit der großen Käseglocke auf dem Dach da voraus, das ist Seiner Majestät Reichsaffenhaus. Und nein, das ist nicht der Zoo, das ist der Reichstag. Den hat Kaiser Wilhelm I. gerne so genannt, weil er ihn nicht mochte. Der Reichstag wurde von 1884 bis 1894 von Paul Wallot als erstes gesamtdeutsches Parlamentsgebäude errichtet. Wenn Ihnen also mal wieder jemand mit dem Märchen kommt, die Weimarer Republik sei die erste Demokratie in Deutschland gewesen, fragen Sie ihn einfach mal, warum wir dann schon 1884 ein Parlament gebaut haben. Lassen Sie sich nicht mit dem Dreiklassenwahlrecht kommen, das galt nicht für den Reichstag, sondern nur für den preußischen Landtag. Also auch Blödsinn. Ahead of us on the right side, Marie Elisabeth Lüders Haus holds the library and the scientific service of our parliament. Und vor uns rechts im Marie Elisabeth Lüders Haus ist die Parlamentsbibliothek untergebracht und der wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Also falls Sie mal eine Doktorarbeit schreiben lassen wollen, klopfen Sie ja gerne mal an. Der Herr von Guttenberg hat gesagt, es klappt. Zumindest bis man sich erwischen lässt. Mich würde mal interessieren, wer seine neue Doktorarbeit geschrieben hat. The modern building behind Reichstag on the left side is Paul-Löber-Haus. It holds about 650 offices for the members of parliament and the conference halls. Das moderne Gebäude links hinterm Reichstag ist das Paul-Löber-Haus. Darin befinden sich rund 650 Abgeordnetenbüros und die Konferenzen- und Ausschusssäle. And behind Paul-Löber-Haus you will see a little blue building, and please have a look at its roof. For the shape of the roof, it was nicknamed the Dolly Buster House. It's the kindergarten of the parliament. It only cost 7 million euro, and when it was opened, 7 kids showed up. Today they care for some 30 kids, cared for by 35 people 24/7. Gleich hinterm Paul-Löber-Haus sehen wir ein kleines blaues Gebäude, bei dem Sie unbedingt aufs Dach achten sollten. Wegen dieser Dachform hat der Volksmund es das Dolly Buster Haus getauft. Das ist der Parlamentskindergarten, der hat nur schlappe 7 Millionen Euro gekostet und als er eröffnet wurde, kamen ganze 7 Kinder. Mittlerweile betreuen die da so um die 30 Kinder mit 35 Leuten rund um die Uhr und 7 Tage die Woche. Behind the bridge you get the first glimpse on the roof, and when we have passed the willow tree you will see it splendidly, then the nickname should be self-explanatory. Hier hinter der Brücke kriegen Sie den ersten Blick auf dieses Dach. Und wenn wir an der Weide vorbei sind, sehen Sie es ganz prima, dann sollte sich der Spitzname eigentlich von allein erklären. The Federal Press Conference ahead of us on the right side is the place where our government talks to the press. The building was self-financed by the Association of Journalists, and the Berliners nicknamed it the Palace of Fairy Tales. Die Bundespressekonferenz vor uns rechts, der Ort, wo furchtbar viel geredet und selten was Vernünftiges gesagt wird, wurde vom Journalistenverband selbst gebaut und finanziert. Die Berliner nennen das Gebäude auch den Märchenpalast. And behind the bridge on the right side, there is a huge green building. That's the Ministry for Education and Research. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler an Bord, wenn ihr euch mal über eure Schule beschweren möchtet, schaut mal hinter der Brücke rechts, das dunkelgrüne Gebäude ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da könnt ihr dann gerne hinschreiben. Kapelle Ufer Nummer 1, Berlin Mitte. Aber seid so gut und steht nicht gleich mit einer Mistgabel vor der Tür, das wäre spätes 18. Jahrhundert. Die französische Revolution ist vorbei. Falls es doch sein muss, Mistgabeln gibt es im Baumarkt in der Gartenabteilung. Gut, da gibt es auch Sensen, aber wir wollen es nicht übertreiben. All ahead of us there is a huge glass building on the right side, that's main station.
Main station was opened in 2006 for the World Cup of Football and built by the architect Meinhard von Gerkan, who never really finished it. Until today, a part of the glass roof is missing above the platform of the first class. Not finishing main station fully qualified Meinhard von Gerkan not to finish our airport afterwards. It's the same architect. Meanwhile, it's years he hasn't been involved in the airport anymore. And at last, with only 9 years of delay, the airport is finished. It will start operating in October. Well, nobody flies anymore, but the airport is finished. That's great timing. Rechts sehen wir gleich ein großes Glasgebäude, das ist der Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof wurde 2006 zur Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet. Gebaut hat ihn der Architekt Meinhard von Gerkan. Der hat ihn aber nicht ganz fertig gebaut. Bis heute fehlt ein Teil des Glasdaches, sozial verträglich über dem Bahnsteig der ersten Klasse. Und den Hauptbahnhof nicht fertig zu bauen, hat Meinhard von Gerkan voll qualifiziert, um im Anschluss unseren Flughafen nicht fertig zu bauen. Das ist derselbe Architekt, mittlerweile hat er seit Jahren mit dem Flughafen nichts mehr zu tun und Sie werden jetzt Ihren Ohren nicht trauen. Mit nur 9 Jahren Verspätung ist der Berliner Flughafen fertig. Ja, der geht im Oktober in Betrieb. Gut, dann fliegt kein Ass mehr, aber unser Flughafen ist fertig. Das ist großartiges Timing. And the pretty pinkish bridge ahead of us also was built in the late 19th century by Otto Stamm. It's called Moltke Bridge after General Field Marshal Earl Helmut von Moltke, the elder one, the head of the staff of Prussian generals in the second half of the 19th century, who went down in history as the victor of Sedan. Die hübsche roséfarbene Brücke voraus wurde ebenfalls Ende des 19. Jahrhunderts von Otto Stamm gebaut und heißt Moltke-Brücke, nach Generalfeldmarschall Graf Helmut von Moltke, dem Älteren, dem Chef des preußischen Generalstabs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der als der Sieger von Sedan in die Geschichte eingegangen ist. Above the middle arch of the bridge you will see Mr. von Moltke. That man never lost a war. He won all the wars he waged. So he should show us a broad victor's smile, shouldn't he? Only he doesn't. He looks down to the ships really grumpily. I think his grumpy looks are due to the neighborhood. Behind the bridge on the left side you see the washing machine, the chancellery. Lieber mit, das hier vorne ist nur ein Bürohaus. Völlig unbekannter Architekt, aber das ist dann auch pünktlich fertig geworden und sieht cool aus. Ja, und über Mittelbogen der Brücke, da sehen wir dann den Herrn von Moltke. Dieser Mann hat noch nie einen Krieg verloren. Alle Kriege, die der Mann geführt hat, hat er gewonnen. Jetzt sollte uns ja eigentlich ein breites Siegerlächeln zeigen, aber er tut das Gegenteil und schaut richtig verkniffen und missgelaunt auf die Schiffe runter. Ich schätze mal, sein missgelaunter Blick, der hängt mit der Nachbarschaft zusammen. Denn gleich hinter der Brücke links, da steht die Waschmaschine, das Kanzleramt. Ja, so guckt man, wenn man Frau Merkel zur Nachbarin hat. Der ist auch auf der anderen Seite dran, ist der Einzige, der auch auf der anderen Seite dran ist. The Chancellery is 4 times as big as the White House in Washington. After the Chancellor Helmut Kohl had it built, it was nicknamed the Kohliseum. But Kohl never used it. The first Chancellor to use it was Mr. Gerhard Schröder. Das Kanzleramt ist 4-mal so groß wie das Weiße Haus in Washington. Nach seinem Bauherrn Altkanzler Helmut Kohl hat man es auch das Kolosseum getauft, aber Kohl hat das Gebäude nie genutzt. Der erste Kanzler, der es genutzt hat, das war Gerhard. Ich färbe nicht, ich töne nur Schröder. And behind the Chancellery, we will see a gift to the city of Berlin on the left side. The noble spenders were the United States of America, who from 1956 to 57 built the Congress Hall of Berlin. Today the place is called the House of the Cultures of the World. We couldn't care less, we always called it the pregnant oyster and always will. That's what it looks like. Gleich hinterm Kanzleramt sehen wir links ein Geschenk an die Stadt Berlin. Die edlen Spender waren die Vereinigten Staaten von Amerika, die von 1956 bis 1957 die Kongresshalle Berlin gebaut haben.
Heute heißt sie Haus der Kulturen der Welt. Ist uns völlig Schnuppe. Wir haben sie immer die schwangere Auster oder auch die Klappstulle genannt. Und dabei werden wir wohl bleiben. Sie sieht nun mal so aus. And the pretty golden lady appearing in front of us behind the trees is Gold Else, the goddess of victory, Victoria by Friedrich Drake. She stands on the column of victory, built by Otto Stark from 1864 to 1873 to celebrate the Prussian victories in the Liberation War against Napoleon and in the Unification Wars against Denmark, Austria and France. Und die hübsche goldene Dame da vor uns, das ist die Goldelse, die Siegesgöttin Victoria von Friedrich Drake. Und die steht auf der Siegessäule. Die hat Otto Stark von 1864 bis 1873 zur Feier der preußischen Siege im Befreiungskrieg gegen Napoleon und in den Einigungskriegen gegen Dänemark, Österreich und Frankreich gebaut. From the pregnant oyster to the column of victory and even beyond stretches the largest park of Berlin, the Tiergarten. It is 520 acres large, only a little bit bigger than the Principality of Monaco. But despite its being so large, you won't find a single tree here, which is much older than 70 years. After the Second World War, the Berliners chopped off the whole park. You know, if you've got no roof and holes in your walls, a little bit of fuel is a nice thing to have in winter. And after the end of the airlift, the Americans replanted the park after historical plants. Von der Schwangeren Auster bis zur Siegessäule und noch ein Stück darüber hinaus erstreckt sich der größte Park Berlins, der Tiergarten. Der ist mit seinen 210 Hektar nur unwesentlich größer als das Fürstentum Monaco. Aber trotz seiner Größe werden Sie hier kaum einen Baum finden, der sehr viel älter ist als 70 Jahre. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Berliner den gesamten Park radikal abgeholzt. Gut, wenn man kein Dach hat und Löcher in Wänden, dann ist ein bisschen Brennholz eine richtig schöne Sache im Winter. Und nach dem Ende der Luftbrücke haben die Amerikaner den Park dann nach historischen Plänen wieder aufgeforstet. And now we are approaching our second turning point, and as we turn we will see Bellevue Palace in the background. Bellevue Palace was built by Georg Friedrich Baumann from 1785 to 1789 for Ferdinand von Preußen, the youngest brother of Frederick the Great. Today it's the residence of the federal president. Wir haben jetzt gleich unseren zweiten Wendepunkt erreicht und während wir drehen, sehen wir dann im Hintergrund das Schloss Bellevue. Das Schloss Bellevue hat Georg Friedrich Baumann von 1785 bis 1789 für Ferdinand von Preußen, den jüngsten Bruder Friedrichs des Großen, gebaut. Heute ist es die Residenz des Bundespräsidenten. The flag on the roof indicates that the president is within the domain of the Constitution of the Federal Republic of Germany. Sounds bombastic, is simply Germany. Die Standarte auf dem Schlossdach zeigt an, dass der Präsident sich im Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland aufhält. Klingt mächtig gewaltig, ist einfach Deutschland. Im Mittelalter hat man das noch viel simpler ausgedrückt. Da hat man einfach gesagt, Lappen draußen, Lumpen drinnen. Das war im Mittelalter. Heute würden wir sowas nie wieder sagen. So if you look to the right, here behind the bridge and the trees, you see Bellevue Palace. So wenn Sie jetzt mal nach rechts schauen möchten, hinter der Brücke und den Bäumen, das ist das Schloss Bellevue. Tiergarten first used to be a hunting ground for our electors. The first Prussian king, Frederick I, had it changed into a huge Baroque garden, and when he became king in Prussia in 1701, he opened it to the public. In the beginning of the 19th century, the court gardener and landscape architect Peter Joseph Linné created this English-style landscape park, and after Linné's plans, the Americans replanted the park. Ursprünglich war der Tiergarten ein kurfürstliches Jagdgebiet. Der erste preußische König, Friedrich I., den man wegen seines Halbbuckels auch den schiefen Fritz genannt hat,
hat hier einen großen Barockgarten anlegen lassen. Und als er am 18. Januar 1701 König in Preußen geworden war, hat er diesen Garten seinem Volk geöffnet. Anfang des 19. Jahrhunderts hat der Hofgärtner und Landschaftsarchitekt Peter Joseph Lené diesen englischen Landschaftspark angelegt. Und nach Lenés Plänen haben die Amerikaner den Park auch wieder aufgeforstet. Ahead of us on the left side, you see a huge grey modern building with arrow slit-like windows behind the trees. That's the Ministry of the Interior. Vor uns links hinter den Bäumen, da steht so ein großer grauer moderner Kasten mit auffallend schießschartenartigen Fenstern. Das ist das Bundesinnenministerium. On our right side we will see the pregnant oyster again. It's a work by the American architect Hugh Stubbins. In 1980 we had a tiny problem with the roof of the oyster. The whole roof came down and the whole oyster had to be rebuilt. But now it's safe to go inside, it won't crumble anymore. Rechts sehen wir gleich nochmal die schwangere Auster, eine Arbeit des amerikanischen Architekten Hugh Stubbins. Und für Formengebung hat Hugh Stubbins definitiv ein Händchen gehabt, das kann man ihm nicht absprechen. Ist nur schade, dass er von der Statik von Spannbeton nicht genauso viel verstanden hat. So ist uns 1980 erstmal das ganze Dach runtergekommen und die schwangere Auster durfte von Grund auf nochmal neu gebaut werden. Dafür ist sie jetzt auch stabil und sicher, da können Sie unbesorgt reingehen. Jetzt bröckelt es nicht mehr. And we are already approaching the Chancellery again. This time we come from the right side to tell you where the Chancellor's office is. So when we pass the building again, please look at its middle part to the upper floor on the right side, where you will see a huge balcony with some little bushes. And behind that balcony is the Chancellor's office. Wir kommen jetzt gleich nochmal am Kanzleramt vorbei und diesmal kommen wir genau von der richtigen Seite, um Ihnen zu erklären, wo in dem Gebäude das Kanzlerbüro untergebracht ist. Wenn wir gleich nochmal dran vorbeifahren, achten Sie bitte auf den Mittelteil des Gebäudes, oberste Etage rechts. Da sehen Sie dann einen riesengroßen Balkon mit irgendwelchen Buchsbäumchen an der Brüstung und hinter diesem Balkon befindet sich das Kanzlerbüro. Mittlerweile stehen da schon 2 Sonnenschirme auf dem Balkon. Letztes Jahr hat noch einer gereicht. Um mit den Worten des großen Friedrich zu sprechen, Madame sind korpulenter geworden. Behind the Chancellery and behind the next bridge, we will see a worldwide unique building on the right side, the first aid kit, the Swiss Embassy. It's the only embassy all over the world standing right in the middle of a governmental district. The Swiss were the only nation to maintain their embassy in West Berlin when the wall was built, and when the wall fell and the governmental district was pulled up, they suddenly found themselves right in the middle and have this worldwide unique place just by waiting. Gleich hinterm Kanzleramt und hinter der nächsten Brücke sehen wir rechts ein weltweit einmaliges Gebäude, den Erste-Hilfe-Kasten, die Schweizerische Botschaft. Das ist die einzige Botschaft auf der ganzen Welt, die mitten in einem Regierungsbezirk steht. Die Schweizer waren als einzige Nation so schlau, an ihrer West-Berliner Botschaft festzuhalten, als die Mauer gebaut wurde. Und als die Mauer dann gefallen ist und das Regierungsviertel hier hochgezogen wurde, waren die Schweizer plötzlich mittendrin und hatten diese weltweit einmalige Lage.
Also entweder waren die Schweizer unglaublich vorausschauend, schon beim Bau der Mauer deren Fall vorherzusehen, oder sie haben mit der atemberaubenden Geschwindigkeit, für die die Schweizer weltberühmt sind, den Mauerbau erst bemerkt, als die Abrissbirne anrückte. So that's the Swiss Embassy, da ist die schweizerische Botschaft. And the gentleman above the left arch of Moltke Bridge is General Field Marshal Gebhard Leberecht von Blücher, who together with the Russian army liberated not only Prussia, but nearly entire Europe from Napoleon Bonaparte. Und der Herr über dem linken Bogen der Moltke-Brücke, das ist Generalfeldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher, der zusammen mit der russischen Armee nicht nur Preußen, sondern, wenn er nur schon mal dabei war, fast ganz Europa von Napoleon Bonaparte befreit hat. Also ein Tag, an dem der Napoleon nicht verprügeln konnte, war für Blücher ein verlorener Tag. Und recht hat er gehabt, immer Ruf auf den abgebrochenen Korsen. Marschall vorwärts. Ich bin bekennender Fan von Blücher. Toller Typ. We have been exclusively in West Berlin for quite a while now, and you still see West Berlin on both sides of the river, but not for very much longer. Behind the entrance of Humboldt Harbor, where you see those huge white buildings, the left embankment was East Berlin. Wir waren jetzt eine ganze Weile ausschließlich in West-Berlin und sehen immer noch West-Berlin zu beiden Seiten der Spree, aber nicht mehr lange. Gleich hinter der Einfahrt vom Humboldt-Hafen, wo die großen weißen Gebäude stehen, war das linke Ufer Ost-Berlin. And it's really not hard to tell you what that looked like. In the first place, it was empty. Some 50 meters from the water stood the wall, and between the wall and the river there were minefields, shooting machines, barbed wire and many other funny things, and the river was the borderline patrolled by military boats shooting and everything and everybody moving in or on the water. Such a boat tour like ours in those times and this place would have been an exciting and potentially fatal adventure. Es ist nicht weiter schwierig, Ihnen zu erklären, wie es damals da drüben ausgesehen hat. Es war vor allen Dingen mal ziemlich leer. So rund 50 Meter vom Wasser entfernt stand die Mauer. Zwischen der Mauer und der Spree gab es Minenfelder, Selbstschussanlagen, spanische Reiter, Stacheldraht und noch einige andere lustige Sachen. Und die Spree war die Grenze. Hier patrouillierten Tag und Nacht Grenzschutzboote und die haben uns auf alles geschossen, was sich ungefiedert im und auf dem Wasser bewegt hat. Also so eine Dampferfahrt, wie wir sie gerade machen, wäre damals hier in der Ecke ein recht aufregendes und potenziell tödliches Abenteuer geworden. And now we are approaching the most expensive bridge ever built in Berlin. Crown Prince Bridge by Santiago de Calatrava cost 17 million euro. I would never have thought that wastewater pipes are that expensive. Wir fahren jetzt gleich unter der teuersten Brücke durch, die je in Berlin gebaut wurde. Die Kronprinzenbrücke von Santiago de Calatrava hat 17 Millionen Euro gekostet. Echt, ich hätte nie gedacht, dass Abwasserrohre so teuer sind. Bei Bauhaus sehe ich die immer für 1,50 Euro pro Meter. And please don't expect too much from that bridge. It already was expensive, it need not be pretty too. Ja, und erwarten Sie jetzt bitte nicht zu viel von der Brücke, die war schon teuer, dann muss sie nicht auch noch schön sein. Das ist das teure Kunstwerk. And that grey older building ahead of us behind the bridge and the trees also was built by Paul Wallot. It used to be the residence of the President of Reichstag. Today it belongs to the German Parliamentary Society. Und das ältere graue Gebäude vorne hinter den Bäumen und der Brücke, das hat auch Paul Wallot gebaut. Das war die Residenz des Reichstagspräsidenten.
Heute gehört es der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. On the right side, you soon will see 7 white crosses. They stand there in memory for the people who tried to flee from East Berlin to West Berlin by swimming across the river and who were shot dead while trying. Wir sehen rechts gleich 7 weiße Kreuze, die erinnern an die Menschen, die versucht haben, von Ostberlin nach Westberlin zu fliehen, indem sie durch die Spree geschwommen sind und die dabei erschossen wurden. And soon now West Berlin will end on the right side too. Between Reichstag and the former residence, right behind the crosses, you can see a stripe in the pavement, and this is where the wall used to stand. Und jetzt geht West-Berlin auch am rechten Ufer gleich zu Ende. Zwischen dem Reichstag und der ehemaligen Präsidentenresidenz, gleich hinter den Kreuzen, können Sie einen Streifen im Straßenpflaster entdecken. Und da hat hier rechts die Mauer gestanden. Das hat mal einen amerikanischen Touristen zu der Frage inspiriert, warum habt ihr denn den Reichstag so dicht an die Mauer gebaut? Ja, Texaner fragen sowas. Ich meine, wir erinnern uns noch an den Texaner, der wollte die US-Marine nach Afghanistan schicken. Oh, das ist sehr krass. So here are the crosses, hier sind die Kreuze. And over there you see that stripe, und da sehen wir den Streifen. Here was the wall, hier war die Mauer. Now it's East Berlin on both sides of the river. Jetzt haben wir auf beiden Seiten der Spree Ostberlin. And behind the former residence you can see a rather plain and tasteless greenish glass building, Jakob-Kaiser-Haus. It holds about 2,000 offices and some meeting rooms for the parties in our parliament. Gleich hinter der ehemaligen Präsidentenresidenz sehen Sie ein eher schlichtes, geschmackloses, grünes Glasgebäude, das Jakob-Kaiser-Haus. Darin befinden sich rund 2000 Büros und diverse Versammlungsräume für die Fraktionen im Bundestag. Und davor stehen 19 Glastafeln, auf denen stehen die 19 ersten Artikel des Grundgesetzes. Unsere Grundrechte, die Älteren werden sich erinnern. Ja, auch an so einem kalten, abweisenden, modernen Gebäude ist Raum für Nostalgie. These are gold, it's gold, pure gold. Naja, ist trotzdem warm. So, yes, I don't know. C'est le bout de notre main. If you look through the platform on the bridge ahead of us, you soon will see a splendid golden dome appear at the left end of the bridge. It belongs to the new synagogue in Oranienburger Straße, which was built in the second half of the 19th century by the architects Knobloch and Stüler. Wenn Sie mal durch den Bahnsteig auf der Brücke vor uns durchschauen, sehen Sie am linken Ende gleich eine herrliche goldene Kuppel auftauchen. Die gehört zur neuen Synagoge in der Oranienburger Straße. Die neue Synagoge wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von den Architekten Knobloch und Stüler gebaut. Die S-Bahn wird sich hoffentlich verziehen. Husch weg da, wir wollen die Kuppel sehen. Du mach doch mal. Aha, da kommt sie. Schauen Sie mal am linken Ende der Brücke. Look at the left end of the bridge. Ja, ich tauche dann mal ab. Auch Zwerge können im Weg stehen. So, ich hoffe, wir haben die Kuppel alle gesehen. Ah, ist die S-Bahn schon wieder da. Ja, wenn man sie braucht, kommt sie nie. Wenn sie weg ist, ist sie andauernd da. Ansonsten, die Oranienburger Straße sind 15 Minuten locker geschlendert von unserer Anlegestelle. Sie können sich die Synagoge nochmal von der Nähe anschauen. Das ist ein hübsches Gebäude.
Behind the station of Friedrichstraße we will see a flat greyish blue glass building on the right side. This used to be the border checkpoint for the interzone traffic in the station, and it was the place where the visitors from the west, when going home again, had to say goodbye to their loved ones in the east, which was a pretty tearful thing to do. That's why the place is called the Palace of Tears. Today it holds an exposition about the division of Berlin, and the admission is free. Gleich rechts hinterm Bahnhof Friedrichstraße sehen wir dann ein flaches grau-blaues Glasgebäude. Das war die Abfertigungshalle für den Interzonenverkehr im Bahnhof. Und das war der Ort, wo die Besucher aus dem Westen, wenn sie wieder nach Hause fuhren, Abschied nehmen mussten von ihren Lieben im Osten, oft ohne zu wissen, ob und wann man sich jemals wiedersehen wird. Und es war natürlich eine ziemlich tränenreiche Angelegenheit. Darum heißt das Gebäude der Tränenpalast. Heute befindet sich darin eine Ausstellung über die Teilung Berlins und der Eintritt, der ist frei. Das Weiße, oder Schwarz mit so einem weißen Rand, das war das Haus des Welthandels in der DDR. Und das hat immer noch jetzt mit Welthandel und so zu tun. Das ist alles hier DDR. Da so ganz im Hintergrund, ne, dieses Ding, ja. Das ist das Haus, das ist das Haus des Welthandels. And then here's the Palace of Tears und hier vorne, das ist der Tränenpalast. And on the left side you will see a theater, the Berliner Ensemble, formerly theater at Schiffbauer Damm. This used to be the working place for Bertolt Brecht and Helene Weigel. In 1928 the three-penny opera was performed here for the very first time, and Helene Weigel had triumphant success here as the best Mother Courage of all times. Links sehen wir jetzt gleich ein Theater, das Berliner Ensemble, früher Theater am Schiffbauer Damm. Das war der Arbeitsplatz von Bertolt Brecht und Helene Weigel. Hier wurde 1928 die Drei-Groschen-Oper uraufgeführt. Und Helene Weigel hat hier Triumphe gefeiert, als die beste Mutter Courage aller Zeiten. Und wenn Sie sich für Theater interessieren, schauen Sie sich mal Mutter Courage mit Helene Weigel an, Sie werden es nicht bereuen. Ich weiß, Sie glauben jetzt, die Sonne war ein bisschen zu viel für mich, weil Helene Weigel schon lange tot ist, aber auf YouTube können Sie sie bis heute sehen. Da gibt es eine Inszenierung von Mutter Courage mit Helene Weigel. Ja, and this is the Berliner Ensemble. Da. The round building ahead of us on the right side is Bode Museum. It was designed by Ernst von Hine and opened in 1904 as the Emperor Frederick Museum. Emperor Frederick III had the museum planned, but unfortunately he only lived 99 days after his coronation, and then he died from cancer. And he was so liberal and modern and progressive. He would have been such a splendid emperor. This was a real tragedy for Germany. So the honor to have this museum built and opened fell upon his son Wilhelm II, and in 1956 it was renamed after the general director of the Prussian Museums, Wilhelm von Bode. And Bode Museum is closed. Vor uns rechts diese runde Fassade, das ist das Bode Museum. Das Bode Museum wurde von Ernst von Hine entworfen und 1904 als Kaiser Friedrich Museum eröffnet. Kaiser Friedrich III. Hat das Museum noch planen lassen, aber er konnte es nicht mehr bauen lassen, denn er ist nur 99 Tage nach seiner Thronbesteigung an Kehlkopfkrebs gestorben. Das war das Dreikaiserjahr 1888. Könnt ihr euch für die Schule gut merken, 3 Kaiser, 3 Achten. Ja, und gerade Kaiser Friedrich, der war so modern und fortschrittlich und liberal, der hätte so einen tollen Kaiser abgegeben. Das war eine echte Tragödie für Deutschland. So fiel die Ehre, das Museum bauen und eröffnen zu lassen, seinem Sohn Wilhelm II. Zu.
und 1956 wurde es nach dem Generaldirektor der preußischen Museen nach Wilhelm von Bode umbenannt. Das Bode-Museum ist leider geschlossen. And one museum has remained completely unmentioned yet, although it's the pearl of Museum Island, world famous Pergamon Museum. And I'm so sad to have to tell you, you cannot visit those splendid exponats in that beautiful museum because Pergamon Museum is closed. We will see it from the outside behind Bode Museum, and typical for Berlin, it's a huge construction site. Ein Museum haben wir noch gar nicht erwähnt, dabei ist es ja die Perle der Museumsinsel, das weltberühmte Pergamon-Museum. Und es tut wirklich mir in der Seele weh, Ihnen sagen zu müssen, dass Sie die herrlichen Exponate in diesem großartigen Museum nicht besichtigen können. Das Pergamon-Museum ist auf unabsehbare Zeit geschlossen. Wir können es nur von außen sehen, gleich rechts hinter Bode-Museum und in Berlin typische Ausführung als Riesenbaustelle. But we can't. We're going this way. But I thought we were like going around here. Behind the next bridge, you will see Pergamon Museum, and from the facade, you can nearly read what is the dearest hobby of the Berliners, of course digging and constructing. The oldest letter of complaint written by a Berlin citizen about too many street works in front of his house dates back to the middle of the 17th century, when we still had the great elector Frederick William. And since those days we never stopped digging again, not even for a single day. So if you wanted to see Berlin completely without any construction sites, you're a little bit late. You should have come before the 30 Years' War. Hier gleich hinter der Brücke sehen wir rechts dann das Pergamon-Museum. Und im Moment können Sie an seiner Fassade wirklich fast ablesen, was das Lieblingshobby der Berliner ist. Natürlich Buddeln und Bauen. Der älteste Beschwerdebrief eines Berliner Bürgers wegen übermäßiger Straßenbauarbeiten vor seinem Haus datiert zurück auf die Mitte des 17. Jahrhunderts. Da hatten wir noch den großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Und seit damals haben wir nicht einen Tag mehr aufgehört, hier irgendwo rumzubuddeln. Hätten Sie Berlin gerne mal völlig ohne Baustellen sehen wollen, sind Sie leider ein bisschen spät dran. Da hätten Sie vor dem 30-jährigen Krieg kommen müssen. And this is Pergamon Museum. Das ist das Pergamon Museum. Aber das dürfte Ihnen wahrscheinlich noch auf Jahre verschlossen bleiben. And now we have our dogs up ahead and our tour comes to its close. We thank you very much for having joined us and hope you enjoyed the tour. If you did, why not tell your friends? Perhaps they want to join us too one day. And I would be very happy if you had one day left to go to Potsdam. The city of Potsdam really is charming, and the palaces and gardens there are so beautiful. It would be such a pity to leave it out. Well, have a great time in Berlin. Come back. Thank you and goodbye. Ja, vor uns steht, da haben wir schon wieder die Anlegestelle. Unsere Rundfahrt geht schon zu Ende. Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich uns angeschlossen haben und hoffen, Sie hatten Freude an der Fahrt. Wenn es so ist, erzählen Sie es gerne weiter. Vielleicht wollen Ihre Freunde ja auch mal mitfahren. Aber ich würde mich ganz doll freuen, wenn Sie einfach noch einen Tag Zeit hätten, um nach Potsdam zu fahren. Jetzt los. Die Stadt Potsdam ist wirklich zauberhaft und die Schlösser und Gärten da sind so wunderschön. Das wäre ein Jammer, wenn Sie sich das entgehen ließen. Haben Sie auf jeden Fall noch eine richtig tolle Zeit in Berlin. Kommen Sie bitte bald wieder. Ganz, ganz herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Schön. Vielen herzlichen Dank. Thank you very much.
Nej, men er på dansk vandmand.
Dankeschön. Genießt die Stadt. Wir haben zu danken, habt noch viel Vergnügen in Berlin. Tschüss.